Hallo zusammen und willkommen zu meinem neuen Video. Heute erzähle ich euch, was ihr alles über Shichigo-san wissen müsst. Ich werde euch zu Anfang ein bisschen generell diesen Brauch erläutern und dann hinterher erzählen, wie das ganze Event bei uns abgelaufen ist. Also ich muss ja ehrlich sagen, dass ich das Ganze so ein bisschen irgendwie verpeilt habe, beziehungsweise eine etwas andere Vorstellung davon hatte. Sagen wir mal so, also ich wusste bereits, weshalb man diese Tradition zelebriert und woher sie kommt, aber ich wusste nicht genau, wann. Ich weiß nicht, also ich habe erstmal so gedacht, dass man diese Feier dann stattfinden lässt, wenn die Mädchen 3 oder 7 sind und die Jungen halt 5 Jahre. Halt in diesem ganzen kompletten Zeitraum, dass man sich einen Tag auspicken kann und dort halt feiert. Ich hatte dementsprechend schon so schöne Sakura-Bilder vor meinem inneren Auge. Aber nope, das alles läuft komplett anders ab. Zumindest, wenn man es traditionell handhabt. Ich denke, ich mache es einfach ein bisschen praktischer und werde in diesem Video Kapitel hinzufügen. Wenn es also eine Sache gibt, die euch besonders interessiert, könnt ihr direkt zu diesem Punkt skippen. Ich verlinke die euch unten mal in der Videobeschreibung. Also jetzt erstmal zu Anfang. Was ist überhaupt Shichigo-san? Shichigo-san bedeutet wortwörtlich 753 und ist ein Fest für Kinder in Japan, wenn diese ein bestimmtes Alter erreicht haben. In diesem Fall 3- und 7-jährige Mädchen und 5-jährige Jungs. In einigen Fällen aber auch 3-jährige Jungs. Ganz traditionell findet es jedes Jahr um den 15. November herum statt und wird in ganz Japan und insbesondere in der Kanto-Region gefeiert. Es gibt aber auch einige Ausnahmen und so kann man an einigen Schreinen das ganze Jahr über um den 15. rum Shichigo-san feiern. Und das ist dann aber wiederum nicht so traditionell, ne? Die Kinder werden zu Shichigo-san von ihren Eltern und meist auch von den Großeltern begleitet. Und alle gehen dann zusammen zum Schrein, um für Gesundheit und eine sichere und glückliche Zukunft des Kindes zu beten. Die Kinder tragen zu dieser Feierlichkeit einen Kimono und die Jungs einen Hakama mit einem Haori. Manche Mütter und Großmütter tragen auch einen Kimono. Zudem ist es noch Sitte, den Kindern Chitose-Ame zu schenken, was so übersetzt ungefähr das 1000-Jahr-Bonbon bedeutet. Und diese sollen halt auch Glück bringen. Man vermutet, dass Shichigo-san aus einer Mischung von verschiedenen Übergangsriten herrührt. Früher war es zum Beispiel Brauch, dass die Eltern ihre 3-jährigen Kinder zum Shinto-Schrein gebracht haben, um sich simpel gesagt dafür zu bedanken, dass sie noch am Leben sind. Denn früher war es halt einfach das Problem, dass Kindersterben sehr, sehr hoch war in Japan. Und viele Kinder dementsprechend nicht besonders alt wurden. Mit 3 Jahren hatten die Kinder also sozusagen das Gröbste überstanden und waren fortan keine Babys mehr. Und um das zu unterstreichen, wurden den Kindern früher die Haare abrasiert. Man nahm damals an, dass das Haar danach kräftiger nachwachsen würde. Bin ich froh, dass das keine Sitte mehr ist. Und bei den Jungs war es so, dass sie früher am Tag, an dem sie 5 Jahre alt wurden, einen Hakama und einen Haori angezogen bekommen haben. Damit wurden sie quasi in den Erwachsenenstand aufgenommen. Ja, sehr früh, also einige Sitten waren schon sehr, sehr anders früher. Und erst zur Taisho-Zeit entwickelte sich so quasi diese ganze Zelebrierung um Shichigo-san und wurde über die Jahre zu einem sehr beliebten Fest. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum denn eigentlich gerade der 15. November? Dieser Tag ist laut dem traditionell japanischen Kalender nämlich ein sehr, sehr glücksbringender Tag. So, das ist ungefähr so das Grobe, was man über den Background dieser Festlichkeit wissen muss. Jetzt erzähle ich euch ein bisschen, wie das bei uns abgelaufen ist. Da Shiori nächsten Monat 3 wird, oh mein Gott, die wird schon 3 Jahre alt, wo ist die Zeit hin? Haben wir uns beschlossen, die Feierlichkeit auf diesen November zu legen. Und da der 15. diesen Monat leider ein Wochentag ist, haben wir uns einfach ein Wochenende ausgesucht. Genauer gesagt einen Sonntag, sodass die Großeltern auch mit dabei sein konnten. Die Wahl des Schreins fiel dementsprechend auch sehr, sehr leicht, denn wir haben uns einfach für den Schrein entschieden, wo wir vor ein paar Jahren geheiratet haben. Und zwar im Kanda Myojin bei Akihabara. Yay, mein Otaku-Home. So, und wie läuft denn das Ganze überhaupt ab, wenn man sich entschließt, Shichigo-san zu feiern? Als allererstes kontaktiert man den Schrein. Auf der Webseite sieht man dementsprechend schon sehr, sehr viele Infos und auch natürlich direkt die Kimonos, die man aussuchen kann. In der Regel ist es so, dass die Schreine verschiedene Pläne anbieten. So gesehen hast du also immer 3 Rankings. Ume, Take und Matsu. Ume ist das günstigste und Matsu dementsprechend das teuerste. Mit allen Sachen, die inclusive sind und ja, man sieht es halt auch letzten Endes an der Qualität der Kimonos. Bei Matsu kriegst du halt wirklich sehr, sehr schöne Kimonos, die halt auch dementsprechend in sehr guter Qualität sind. Ihr müsst aber mal schauen, wenn ihr mal wieder in Japan seid, es gibt tatsächlich überall so diese Rankings. Ich habe neulich auch dieses
Ume Takematsu Ranking bei einem Bento-Shop gesehen. Haltet mal danach Ausschau. Ja, und was soll ich sagen? Ich habe immer ein sehr, sehr teures Auge und ich muss sagen, dass mir dieser Kimono hier sehr, sehr gut gefallen hat. Der hat aber leider Hachiman gekostet. Also der war also halt ein bisschen dementsprechend über unserem Budget. Daher haben wir uns mal die Kimonos des Ume-Plans angeschaut. Und nach ein bisschen hin und her korrespondieren mit dem Schrein sollte ich mich dann am Ende für 2 Kimonos entscheiden. Ja, und die Sache war die, eigentlich waren wir gar nicht so spät dran, aber leider waren diese 2 Wunschkimonos von mir schon vergeben und ich sollte mich halt zwischen 2 anderen entscheiden. Ja, und da ich den einen halt sehr, sehr schlicht fand, habe ich mich dann halt für den rosanen mit dem blauen Überlätzchen-Ding entschieden. Wir sollten am Sonntag um 8:30 Uhr am Schrein erscheinen, da die ganze Vorbereitung ja ein wenig Zeit in Anspruch nehmen sollte. Der Vorbereitungsraum befindet sich beim Kanda-Myojin im Untergeschoss und vor allem tatsächlich nicht in dem Gebäude, wo ich damals im Kimono angekleidet wurde. Das war echt interessant. Kimono, Make-up und Hairstyling waren alles inklusive. Und Shuri hat das alles so toll mitgemacht. Die war so lieb. Die hat überhaupt nicht gemeckert oder irgendwas. Also, ich meine, sie hätte sich eh schon sehr, sehr auf diesen Kimono gefreut und sie liebt Kimonos auch generell und Yukata. Und ich bin mir sicher, das war für sie bestimmt absolut was Besonderes. Zumal sie am nächsten Tag sogar direkt ankam und mich gefragt hat, ob sie nochmal ein Kimono tragen dürfte. Das war so süß. Ja, ich merke schon, ich habe meine Kimono-Liebe irgendwie weitergegeben. Aber wie kann man zu diesen wunderschönen Kleidungsstücken auch Nein sagen? Ach, das war schon echt toll. Danach, als die Kleine fertig war, ging es zack in den Nebenraum, der als Fotostudio hergerichtet war. Ein einzelnes Foto mit ihr alleine drauf war inklusive im Ume-Plan. Ich wollte aber noch ganz, ganz gerne ein Familienfoto. Ihr wisst schon, so diese typischen, wo das Kind dann neben der Mama steht, die Mama auf so einem Hocker sitzt und der Vater dann so dahinter. Also so dieses typische Familienfoto halt, weil wir sowas bisher noch nicht haben. Das hat allerdings nochmal extra gekostet. Ich meine, es gab noch sehr, sehr viele andere Sachen, die man sich hätte kaufen können. Es gab noch ein richtiges Familienalbum. Es gab die Möglichkeit, das Foto in so eine Art Kristallrahmen drucken zu lassen, was wahnsinnig teuer war. Aber ich wollte nur mein extra Familienfoto, also das hatte mir dann auch gereicht. Danach hatte man die Gelegenheit, vor dem Schrein Fotos zu machen. Und diese Gelegenheit haben wir genutzt. Und oh Mann, ich weiß nicht, wann ich zuletzt so wahnsinnig viele Fotos gemacht habe. Wir hatten auch so ein wahnsinniges Glück mit dem Wetter. Das war einfach so wunderschön. Jaha, und was wir nicht wussten, die Zeremonie war nicht inklusive. Die mussten wir nochmal extra zahlen. Die Kinder bekamen dann daraufhin so eine Papierschlaufe um und wir durften dann alle in den Schrein. Die Kinder saßen ganz vorne, dahinter die Eltern und ganz hinten dann die Großeltern. Alle wurden gesegnet und dann gab es genau den gleichen Brauch, den wir auch bei der Hochzeitszeremonie gemacht haben. Und zwar haben wir so einen Zweig genommen und zusammen mit dem Kind auf einen Tisch hingelegt, quasi für Kami-sama, also in Richtung der Gottheit. Ich muss sagen, ich hätte mir echt sehr, sehr gewünscht, dass meine Mutter dabei gewesen wäre. Aber wenn alles klappt, kann sie endlich nächsten Frühling nach Japan kommen und lernt endlich mal Shiori kennen. Und am Ende der Zeremonie gab es eine Medaille, total süß, und eine Tüte mit einem Omamori drin und ganz viel Süßigkeiten. Da sind unter anderem auch die Cheetos-Arme drin. Ich habe diese Tüte noch nicht ausgepackt. Ich meine, wir können gerne mal reinschauen. Dann gibt es ein Chichigo-san Unboxing jetzt einfach mal ganz spontan. Ah, das hier hatte ich mir mitgenommen gehabt. Das war ein Goshuin. Ich hatte zwar schon einen Goshuin vom Kanda-Myojin, aber ich fand den hier einfach so schön. Vor allem auch, weil ein Toradoshi Tora da drauf ist. Ein Tiger. Und es ist ja dieses Jahr das Jahr des Tigers. Vor allem mit Shioris Chichigo-san-Datum. Das wollte ich unbedingt haben. Okay, Prospekte. Ah, okay, das sind die ganzen Festlichkeiten, die man am Schrein machen kann. Ja, das hier ist Omiya Maidi. Und das ist der erste Schreinbesuch des Kindes. Den konnten wir damals leider nicht machen, da ja gewisse Umstände passiert sind 2020. Ja, sodass wir dementsprechend halt nicht zu einem Schrein gehen konnten damals mit der Kleinen. Ach süß, hier ist nochmal eine Map vom Kanda-Myojin, auch sehr, sehr süß.
Und das sind die Chitose-Ame. Oh, das ist ein traditionellen Bag. Das ist total cool. Die Shichigo-san-Kinder. So, damit ihr die auch nochmal seht. Das sind die Chitose-Ame. Ah ja, genau. Auch nochmal kleines Allgemeinwissen, kleines japanisches Allgemeinwissen. Hier seht ihr den Kranich und hier die Schildkröte. Das sind auch beides Tiere, die für Glück stehen. So, was ist noch drin? So süß, dass hier auch extra Kanda-Myojin draufsteht. Oh, die sind voll lecker. Snacks und ganz viele Süßigkeiten für die Kinder. Und Haichu. Kennt ihr bestimmt aus dem Kombini, ich bin mir sicher. Ja, und diese Snacks sind so lecker. Die sind so wie die Jumpies in Deutschland. Gibt es die eigentlich noch? Die Jumpies habe ich immer so gern gegessen. Ein Kodomo Omikuji. Das muss Shiori später aufmachen. Ein Glücksbringer für die Kleine. Und dann hier noch etwas vom Schrein selbst. Genau, die sind für den Hausschrein gemacht. Ofura heißen die. Und hier an der Tüte hängt noch so ein kleines Omamori dran. Und danach sind wir Sushi essen gegangen im Kizuna Sushi Restaurant. Dieses kann ich übrigens sehr empfehlen, denn dort gibt es für einen Festpreis ein Tabehodai und sie haben sogar Chutoro auf dem Menü. Super lecker. Und Taco Wasabi. Das mag ich auch wahnsinnig gerne, aber es ist so scharf. Und es war vor allem so lustig, wir saßen relativ nah am Eingang und wir haben dann dementsprechend am Eingang immer wieder die ganzen Kinder gesehen, die mit ihren Familien vom Shichigo-san-Fest auch hierher gekommen sind, um Mittag zu essen. So, und jetzt nach der ganzen Sache interessiert euch sicherlich, was das Ganze so gekostet hat. Und nochmal ganz zu Anfang, viele haben mich gefragt, ob ich nicht auch gerne ein Kimono tragen wollen würde. Ja, sehr gerne. Ich liebe Kimono. Also es gibt nichts Schöneres, als ein Kimono zu tragen. Ich trage Kimonos wahnsinnig gerne. Aber hätte ich einen Kimono tragen wollen für diese 2,5, 3 Stunden, hätte mich das auch nochmal Hachiman Yen gekostet. Wirklich sehr, sehr viel Geld, meiner Meinung nach. So, und Shioris Kimono inklusive Make-up und Hairstyling hat insgesamt 38.500 Yen gekostet. Das zusätzliche Familienfoto nochmal 16.000 und die Zeremonie 10.000. Ihr seht also, das Geld geht schneller weg bei so einer Zeremonie, als man gucken kann. So, und das war's jetzt so mit meinem sehr ausführlichen Bericht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr mal in Japan seid und kleine süße Kinder in kunterbunten Kimonos sehen wollt, wisst ihr nun, wann ungefähr ihr an einem Schrein erscheinen solltet. So, und ehe ich noch weiter schwärme, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert meinen Channel, wenn ihr mehr Videos aus Japan sehen wollt. Das würde mich sehr, sehr freuen. Also dann, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!